Der britische Premier Keir Starmer will jetzt, wie so viele in Europa, mehr Geld für die Verteidigung ausgeben. Für manche Städte, vor allem im verarmten industriellen Norden Englands, brechen damit jetzt bessere Zeiten an. Und ganz besonders gilt das für eine Stadt hoch im Nordwesten Englands, wo schon immer Kriegsschiffe und Atom-U-Boote gebaut wurden, Barrow-in-Furness. Und da bin ich jetzt mal hochgefahren, um nachzusehen, ob die Menschen dort jetzt Hoffnung auf eine bessere Zukunft haben. Den Feind haben sie hier seit jeher fest im Blick. Barrow, im äußersten Nordwesten Englands. Seit über 100 Jahren haben sie hier Schiffe und U-Boote auf ihren Docks gebaut. Erst mit dem Ende des Kalten Krieges ging es bergab. Ab Mitte der 90er Jahre blieben die Aufträge aus. Tausende Arbeitsplätze wurden abgebaut. Die Jungen verließen die Stadt und Barrow wurde zu einer der ärmsten Ecken Nordenglands. Wenn die Docks keine Aufträge haben, dann geht die ganze Stadt den Bach runter. Hier war einfach niemand mehr auf den Straßen. Das alles soll sich jetzt radikal ändern. Aus dem Chicago des Nordens, wie es mal hieß, soll jetzt wieder eins der Zentren der Verteidigungsindustrie werden. Wir treffen den Stadtrat Frank Cassidy, der mir stolz erzählt, dass London seiner Stadt jetzt mehr als 300 Millionen Euro an Investitionen zugesagt hat. Ein Neustart, an den er immer geglaubt hat. Wie Sie hier sehen können, ist das lateinische Motto unserer Stadt Semper Sursum. Immer nach vorne, nie zurück. Das ist der Spirit unserer Stadt. Direkt am Hafen wird so ein ganz neues Stadtviertel gebaut. Häuser für die mehr als 10.000 Arbeitskräfte, die hier in den nächsten Jahren gebraucht werden. Frank Cassidy liebt diesen Anblick. Hier allein entstehen 808 neue Häuser für unsere Leute. Und wir werden dafür sorgen, dass der Großteil davon bezahlbar bleibt. Das hat auch Keir Starmer versprochen, als er hier jetzt neue Aufträge für die Docks ankündigte. Wirtschaftswachstum durch Investitionen in die Verteidigung. Ihre U-Boote sind nämlich entscheidend für die britische Atomabschreckung, da die Nuklearraketen des Königreichs von U-Booten aus eingesetzt werden, die sie hier seit Generationen bauen. Ich möchte Ihnen von ganzem Herzen danken. Es ist so wichtig, was Sie hier tun. Ganz besonders jetzt. Ein emotionaler Moment. Nicht nur für die Belegschaft, sondern für die ganze Stadt, erzählt mir Laura ein paar Tage später. Eine der Mitarbeiterinnen der Rüstungsfirma, die das Dock betreibt. Am schönsten ist es immer, wenn sie fertig gebaut sind. Dann kommen sie hier raus und werden dann dort ins offene Meer entlassen. Die ganze Stadt verabschiedet sie dann hier. Das ist immer ein stolzer Tag. Barrow ist nämlich der einzige Ort in Großbritannien, der eine Lizenz für den Bau von Atom-U-Booten hat. Zur feierlichen Verabschiedung und Taufe kam dann auch schon mal die Queen. May God bless her and all who serve in her. Denn wenn diese Kolosse nach jahrelangem Bau ins Meer entlassen wurden, dann stand zum Abschied jedes Mal ganz Barrow still. Derek und Ian haben jahrzehntelang hier gearbeitet und waren schon als kleine Jungs dabei. Wenn du sie dann plötzlich gehen lassen musst, nach so langer Zeit, ja, da sind mir schon auf die Tränen gekommen. Als ich jung war. Ich kann mich nicht erinnern, geheult zu haben. Ich habe es gefeiert. Aber klar war das emotional. Als das Dock ab den 90ern kaum mehr Aufträge bekam und auch sie selbst arbeitslos wurden, blieben sie dennoch hier. Aufgeben war für sie nie eine Option. Du musst dir selber helfen. Du musst zäh sein und an dich glauben. Und wir haben uns durchgekämpft und einfach durchgehalten, in der Hoffnung auf bessere Zeiten. In die Freude und Hoffnung über den Neuanfang mischen sich aber auch Sorgen.
Denn der britische Staatshaushalt ist schon jetzt total verschuldet und Keir Starmer kann deshalb nicht wie Friedrich Merz einfach neue Schulden in Milliardenhöhe aufnehmen. Stattdessen hat Keir Starmer, der britische Premier, kurz vor seinem Besuch in Barrow erklärt, dass er das Geld für die Verteidigung und damit auch für die U-Boote von Barrow durch Einschnitte bei der Entwicklungs- und Sozialhilfe wieder reinkriegen will. Und das sind keine guten Aussichten für Barrow. Denn gerade hier sind durch die vergangenen harten Jahre überdurchschnittlich viele Menschen auf Sozialhilfe angewiesen. Tony Ford, Priester in einer der ärmsten Ecken von Barrow, lässt mich nach der Messe mit einigen seiner Schützlinge sprechen. Sie sind nicht glücklich, dass nun ausgerechnet bei ihnen gekürzt werden soll. Es sind immer die Armen, die zahlen müssen, nie die Reichen. Das ist doch nicht fair. Andererseits müssen wir uns verteidigen jetzt. Ja, irgendwoher muss es eben kommen. So schrecklich das ist, aber wenn es anders nicht geht. Wenn wir als Nation in Europa zur Hilfe gerufen werden, dann sind wir in der Pflicht. Es wäre unanständig, da zu kneifen. Aussagen waren das, die mich dann doch überrascht haben. Tony Ford aber erklärt mir, dass das tatsächlich die meisten hier so sehen. So wie die Welt im Moment aussieht, denken viele, dass sie dazu beitragen müssen, dass wir uns verteidigen. Auch die Armen. Ich finde das bewundernswert. Und ich hoffe einfach, dass unsere U-Boote am Ende dazu beitragen, dass die Welt ein bisschen sicherer bleibt. Andererseits wird Barrow dadurch natürlich auch zu einem potenziellen Angriffsziel. Ob Sie hier Angst davor haben, frage ich noch einmal nach. Wir waren hier immer ein Ziel. Und wenn es zum Schlimmsten kommt, dann würde ich einfach nur gern gleich getroffen werden. Barrow war nämlich schon einmal Angriffsziel. 1941 ließen die Nazis ein ganzes Bombenmeer auf die strategisch wichtige Stadt niederregnen. Ihr Mantra aber blieb: Keep calm and carry on. Und auch Ian und Derek, deren Eltern das miterlebt haben, sehen einer möglichen Bedrohung ihrer Stadt gelassen entgegen. So wie die Welt im Moment läuft, haben wir das nicht in der Hand. Wenn wir hier zum Ziel werden, ist das, weil wir wichtig sind. Wir nehmen das als Kompliment. Und als Inselbewohner haben wir auch unsere ganz eigene, zähe Entschlossenheit und das Selbstvertrauen, dass wir da durchkommen. Wir Briten sind immer auf der Seite des Underdogs. Und die Ukraine ist hier ganz klar der Underdog gegen Russland. Und deshalb ist das keine Frage, dass wir denen helfen. Das hat mich dann schon überrascht, wie zäh die Menschen in Barrow sind und wie bedingungslos sie auf der Seite der Ukraine stehen, sogar dann, wenn es sie selber finanziell trifft. Wenn ihr mehr solcher Filme aus dem Weltspiegel sehen wollt, dann findet ihr die hier.